Das Museum wurde gegründet als Heimatmuseum der Stadt Brussow in der Uckermark. So, liebe Museumsfreunde, ich begrüße euch recht herzlich im Heimat- und Auswanderungsmuseum der Stadt Brussow. Wir haben hier eine alte Karte von, dort steht 1696. Also da wissen wir schon, dass Brussow eine Stadt schon ist. Da gab es zwei alte Handwerksmeister, ein Landwirt, die Brüder Ernst und Erich Kästen. Die haben das beide hier ins Leben gerufen. Ja, haben eben hier Gebrauchsgegenstände aus dem täglichen Leben der Menschen gezeigt. So war eigentlich die Grundidee und hat sich im Laufe der Jahrzehnte, das existiert ja jetzt schon im nächsten Jahr 60 Jahre, das Museum, entwickelt zu einem Auswanderer- und Heimatmuseum. Wenn man weiß, wenn man es weiß, genau, dann weiß man das. Ja. Und singt über die Stunden für alle. Warum Auswanderermuseum? Wir befinden uns hier in einer ehemaligen altlutherischen Kirche, erbaut 1859. Teile der Kirchengemeinde sind 1843 in die USA ausgewandert aus religiösen Gründen. Das ist auch die Sache, die das so einmalig macht. Die Auswanderung nach Amerika um 1843 fand ja noch auf Segelschiffen statt. Es sind insgesamt 17 Schiffe in dem Jahr 1843 in dieser Hauptauswanderungszeit von Hamburg nach Amerika gefahren. Die Reise bis zur Abfahrt eines solchen Schiffes ging über die Oder. Südlich von Stettin wurden sogenannte Treidelboote bestiegen mit dem Hab und Gut der Leute. Das war maximal so eine Truhe, so eine Bauerntruhe. Und dann über die Oder, Oder-Havel-Kanal, Elbe bis nach Hamburg. So, und die sind, schreiben wir hier, Pfingsten 1843 hier losgezogen und sind erst Ende August in Hamburg gestartet. Die Leute haben dort in Amerika Orte gegründet, benannt nach ihren deutschen Heimatorten, wie zum Beispiel Neubergholz. So, wir haben hier mal ein paar Bilder von dem Auswanderermuseum in New Bergholz, in der Nähe von Buffalo an den Niagara-Wasserfällen. Also hier wurden die meisten ansässig. Wir haben ganz viele Dokumente, Bücher, in dem über die Auswanderung detailliert geschildert wird, zum Beispiel von dem damaligen Stadtpfarrer in Brussow aus dem Leben eines Landgeistlichen. Wir haben hier die Geschichte der altlutherischen Auswanderung von Wilhelm Iwan, 2 Bände, wo auch ganz detailliert beschrieben wird, auch die Auswanderung der Uckermark. Also wir stehen mit dem Museum in Neubergholz im Kontakt. Wir haben diese Kooperationsvereinbarung mit dem Verein der norddeutschen Siedlungen im Westen von New York. Wir tauschen Informationen aus. Wir haben den Zugriff hier auf die Kirchenbücher von den Auswanderern, die hier gelebt haben. Die Amerikaner kommen uns sehr oft besuchen in letzter Zeit. Also die haben da wirklich ein sehr großes Interesse. Menschen sind schon immer gewandert und können auch da Parallelen ziehen aus der damaligen Zeit zu heute, was wir den Kindern vermitteln können. Unser Leben besteht ja nicht nur aus Politik, da gibt es ja auch zwischenmenschliche Beziehungen, die wollen wir fördern und wollen dazu ermutigen, Kontakte über den Ozean herzustellen.